Mich hat letztens eine interessante Frage erreicht, und zwar, ob man irgendwas Bestimmtes beachten sollte, wenn man Samples an größere Produzenten oder Künstler verschickt. Und das werden wir in diesem Video beantworten. Also, dranbleiben. Bis gleich. Tempo 100 lassen wir erstmal stehen. So, ich fange mit ganz einfachen Noten an. Aus dem Drill 2 Expansion Pack von Heat Up 3. Mal kurz gucken, wie das Instrument heißt. Ethnic Pan. Ich glaube, das ist eine Flöte, oder? Verdoppeln wir mal. Zusammenkleben und hier setzen wir die Note einmal höher. So, ich brauche mal irgendeinen Bass als Unterstützung, damit ich genau weiß, wo ich gleich lang muss. Hat er hier keine Bell in dem ganzen Expansion Pack? Nee, ne? Nehme ich auch mal auf. Das Grundgehäuse sitzt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwelche Specials reinbringen. Da hilft oft Arcade mal. So, dafür muss ich aber mal kurz herausfinden, was das nochmal für ein Key war. B Minor, dann haben wir es doch, oder? Na, was ist los? Scheiß Wetter, ne? Ja, ich weiß. Kannst hier nichts machen in Doofland. Das ist das Wetter nun mal. So. Nee. Ich habe eine ganz andere Idee. Warum immer Hooked nehmen? Distant Voice hat auch immer sehr coole atmosphärische Vocal Sounds. Einige noch gar nicht runtergeladen, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? So, ziehen wir uns mal noch ein Arcade rein. Und dann, ich würde es mal mit irgendwas leicht Orientalischem noch probieren. Dass dann auch irgendwie sowas wie ein Duduk oder keine Ahnung was noch dazu fährt. Vielleicht ein bisschen runterpitchen oder so, muss man gucken. Jetzt habe ich hier auch noch nichts runtergeladen, sag mal. Den nehme ich auch noch mit. Kommt noch ein bisschen Distortion oder so rein und dann mixen wir das gleich mal zusammen. Super, klingt gut versteckt, also ist jetzt nicht so im Fokus. Das macht so ein Sample nämlich aus, dass man halt viele kleine Details verpackt, ohne dass es direkt so nach vorne sticht. Und gerade bei so düsteren Samples, feine Sache. Was wir jetzt noch probieren können, wir rendern den einmal raus. So, löschen wir hier. Pitchen den einfach mal um 12 runter. Klingt noch ein bisschen deeper. Tremolo Flute nenne ich das jetzt mal. Da kriegt auch eine böse Farbe. So, was haben wir denn bei Hard Mode? Ich glaube, ich noch gar nicht ausgetestet. Hard Hitting World of Drill. Oh, sehr geil. Dann können wir hier mal ein bisschen was rausfischen. Natürlich muss ich hier noch alle runterladen, aber das macht nichts. Das geht relativ schnell. Jetzt wird's interessant. So, einen haben wir hier schon mal. Drums und 808s und so auch mit dabei. Die kommen bei einem Sample natürlich nicht mit rein. Wir wollen jetzt hier nur ein Sample kreieren für diejenigen, also für Produzenten, die dann später mit dem Künstler im Studio sitzen, dann variieren können, ob sie jetzt Drill nehmen, Jersey, Dancehall, was auch immer, und das bleibt denen halt im Studio selbst überlassen. Deswegen, wir kümmern uns jetzt erstmal nur um das Sample und gleich zeige ich euch für diejenigen, die jetzt noch nicht Bescheid wissen, wie man so ein Sample aufstellt, damit man das verschicken kann und damit das auch gut ankommt, damit der Hauptproduzent, der mit dem Künstler arbeitet, nicht so viel Arbeit hat. Auch nicht schlecht. Der ist doch geil, den nehmen wir. Einfach eine durchgezogene Linie. So, rendern den auch kurz raus. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die zweite Hälfte auch drin behalten sollen. Ich nehme den mal raus und dupliziere den hier mal. So, Grundgerüst steht, duplizieren. Dann haben wir bis hierhin das Intro, also dieses Grundgerüst, was dann bis zu dem Vers weitergeht. Und ab dem Vers bauen wir dann sozusagen die Sample-Hook ein. Und die ist hier. So.
So, was wir dann machen, wir hauen uns hier jeden einzelnen Block raus, müssen nur gleich darauf achten, dass sich hier nichts überlappt. So, nachdem wir das Ganze gerendert haben, sollte das dementsprechend so aussehen. Und ihr könnt das mal testen, indem ihr die lauteste Stelle vom Sample mal markiert und abspielen lässt. Das Ganze sollte sich so zwischen -5 und ja, -7 ungefähr halten, damit es nicht zu laut und auch nicht zu leise ist. Im Endeffekt regeln diejenigen, die das Sample bekommen, sowieso nochmal alles selber ein. Sollte ungefähr passen. Was ich jetzt nicht gemacht habe in diesem Video ist, die einzelnen Takes bzw. die einzelnen Elemente zu bearbeiten, also sprich mit einem EQ oder mit einem Kompressor oder mit SUS 2 ein bisschen reinigen, säubern und so. Das würde ich euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, damit das Sample halt eine sehr, sehr cleane und gute Qualität bekommt und das Ganze dementsprechend auch besser ankommt. So, letzter Tipp. Ihr sucht euch einen Namen für das Sample. Ich habe jetzt einfach mal Gosse genommen, hat irgendwie gepasst, weil der auch so gossig dreckig klingt. Unterstrich, dann die BPM-Zahl, Unterstrich, dann den Key. Ganz wichtig den Key, damit ihr den Produzenten oder dem Artist, der das bekommt, einfach macht. Die Leute haben im Studio keinen Bock nochmal mit einem Key-Detektor da irgendwelche Keys zu suchen oder zu gucken, wie viel BPM das ganze Sample hat, sondern macht es von vornherein klar. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Was ich noch persönlich mache, ist, wie man hier hinten sehen kann, in Klammern Hip-Hop-Type. Ich habe das früher anders gemacht. Ich habe früher immer den Artist dahinter geschrieben, also sprich Jizzes-Type oder Raf Camora-Type oder was auch immer. Nur dann habt ihr später das Problem, wenn ihr das Sample an einen anderen Produzenten mit einer anderen Genre schicken wollt, habt ihr da natürlich den Artist stehen und das ist dementsprechend nicht so gut. Und so weiß man immer, ist es ein Hip-Hop-Sample, ist es ein Dancehall-Sample oder ein Synthwave oder ein Drill oder ein Trap oder was auch immer. Deswegen, ich habe mich daran gewöhnt, genau so fortzufahren und damit fahre ich eigentlich auch immer gut. Von meiner Seite war es das jetzt. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüssikowski.